Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, was kommt überraschend und plötzlich hier im Jetzt. Was möchte das Schicksal uns mitteilen? Wo sollen wir unseren Blickwinkel drauf setzen? Ich bin gespannt, was sich zeigt. Ja, Trauerarbeit. Und unterm Deck haben wir die Karte Hobbys und Emotionen. Möglicherweise ist man hier in einem Prozess, die Emotionen stehen auch noch auf dem Kopf, bei dem man sehr viel fühlt, vielleicht auch verarbeitet, durchkaut. Hier geht es um etwas, das einen mal getroffen hat, aber das man eben nicht verarbeitet hat. Aber dass es sich hier aufzeigt, dass man diesen Prozess mal angeht. Möglicherweise geht es bei vielen auch um Verlustthemen, die aus dem Außen kommen, zum Beispiel, dass sie die Arbeit wechseln müssen oder dass sie irgendwas weglassen mussten, was sie eigentlich behalten wollen. Die Emotionalität ist hier sehr hoch. Ja? Und mit den Hobbys haben wir natürlich auch eine Sache, wo man sagt, lass vielleicht mal deine Gefühle auch raus über eine kreative Sache. Es könnte Malen sein oder Musik oder was weiß ich. Oder such dir etwas, mit dem du dich beschäftigen kannst und nicht nur in dieser Spirale hängst, wo die Emotionen sehr hoch sind und der Ausgleich auf emotionaler Ebene nicht stattfindet. Mit den Emotionen ist es hier so, dass man sich ja im Leben auch weiterentwickelt und man bilanziert das dann, man sieht Sachen anders als früher. Und es ist auch wichtig, dass man die Emotion der Trauer rauslässt und lebt und nichts wegdrückt. Möglicherweise ist es eine Situation, wo man sehr, sehr viel verarbeitet und wo man so langsam wieder rangeht und sich öffnet für Dinge, die man auch gern macht. Das ist ja bei jedem etwas anderes. Manche Entwicklungen lassen uns auch einfach traurig sein. Das ist so. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ja, hier kommen schnelle Energien. Die Sense ist auch der Karte der Verluste oder der Verletzungen. Und hier ist das Beenden davon. Eine Transformation, eine schnelle Transformation auch. Das Verlassen einer belastenden Situation. Es kann jetzt hier speziell um ein Tier gehen, es kann um Freundschaften gehen, es kann um die eigenen Kinder gehen, es kann auch um Werte gehen, ne? Streitgespräche oder ja, Menschen, von denen man sich getrennt hat, weil es nicht mehr gepasst hat. Es kann um das Familienkonstrukt gehen oder Sachen, die innerfamiliär passiert sind, die Schwierigkeiten gemacht haben. Da musste man gemeinsam etwas durchstehen. Es kann auch schon sehr lange Zeit stattgefunden haben. Also auf jeden Fall etwas, was einen längeren Prozess darstellt. Wir haben uns selber mit dabei. In der näheren Zeit ist es auch wichtig, dass wir auf uns selber gucken. Weil hier ist schon auch, sind partnerschaftliche Dinge mit dabei, Freundeskreis, Haustiere, alles das. Ne? Ja, man sieht so im eigenen Haus das Gestresstsein, das Genervtsein, das Unruhigsein. Aber wir haben den Stern auf der unterbewussten Ebene, man richtet sich hier wieder auf.
Sind auch Gespräche, die vielleicht emotional machen könnten. Noch spezieller könnten es hier Sachen aus unserer Kindheit sein. Ich sage mal, manche haben Verhaltensweisen erlernt, die sie verabschieden dürfen, weil sie erkennen, dass es nichts gebracht hat. Ich habe einen Neubeginn aus dem Umfeld raus. Also hier wird etwas sein, das uns, ich sag mal, wieder Auferstehung mitbringt aus einer Situation, die uns betroffen gemacht hat. Es sind sehr viele Emotionen, das passt mit dem Mond. Ne? Das ist vielleicht auch emotionale Reinigung. Ja, Gott sei Dank, wir haben hier die Blumen. Das, was hier liegt, ja, das kennt jeder von uns. Ja, das sind Zeiten, in denen hat man Sorgen. Das sind Zeiten, in denen passiert im Außen viel, mit dem wir nicht rechnen oder was wir nicht kontrollieren können. Und guckt mal, wenn wir der Verletzung hier den Rücken zudrehen, nach vorne gucken, etwas auch sein lassen können, dann haben wir mit den Sternen hier eine gute Situation, uns zu klären, uns wieder auf Gutes auszurichten. Und mit den Blumen verläuft dann auch tatsächlich etwas so, wie wir es uns wünschen. Wir haben früher, die Sonne scheint, für viele ist es gut, wir haben jetzt die Hobbys dabei, rauszugehen, sich mit der Natur zu beschäftigen, etwas Kreatives zu tun. Wir haben hier die Künste dabei oder auch das, was uns so anregt, auf der seelischen Ebene kreativ zu sein. Sich mit anderen Menschen treffen, Freundschaften pflegen, auf sich selbst schauen. Ich würde aber die Karten jetzt doch noch mal ganz auslegen, weil hier ist ja nur eigentlich die Grundsubstanz von dem, was wir hier schon hatten. Und mit den Blumen aus der Länge, in der längeren Zeit oder in der längeren Zukunft ist es einfach auch so, dass es darauf ankommt, was wir daraus machen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Ne? Gut, dann fahren wir weiter. Die berufliche Situation zeigt sich. Möglicherweise ist es hier auch so, dass viel Arbeit war, dass man sich viel um die Familie gekümmert hat, dass man vielleicht auch Familiengeheimnisse gehabt hat, dass Dinge an die Oberfläche gekommen sind, die Unfrieden mitgebracht haben. Ja, das ist jetzt schön. Wir haben die Wunscherfüllungskarte an den Träumen und Sehnsüchten, an Sachen, die mit den Familien zu tun haben, mit dem Arbeitsgerüst, aber auch noch mit dem Unbekannten. Es kann jetzt ja sehr auf das Umfeld wirken. Wir haben einen karmischen Zyklus, der sich auch beendet. Es kann sich noch ein bisschen komisch anfühlen. Elternthemen sind wieder mit dabei. Wir haben ja hier auch das innere Kind. Ja, man sieht hier sehr stark die männliche Genetik. Wie geht man damit um, wenn man auf einmal alleingelassen dasteht oder ja, wenn dieser Mensch dir fehlt, der dir das Vertrauen gibt und die Stärke, oder wie war die Vaterfigur, war sie präsent, war sie anwesend, war sie nicht greifbar? Für einen oder anderen kann es auch sein, dass sie im Bereich Beziehung irgendwie Vertrauensbrüche, Verrat, sowas alles erlebt haben. Trauer ist ein weiter Begriff. Ich muss es noch ein bisschen schieben. Ja, das Verlust von irgendwelchen Partnern oder auch die Trennungen, die hier noch mitwirken. Aber das ist hier schön in der Veränderungsphase auch drin. Ja, die ein oder anderen werden innerhalb kurzer Zeit ihr Herz wieder öffnen, neue Wege finden, sich auf ein Herzensprojekt einlassen.
Das kann das ganze Leben beflügeln und eine seelische Situation, die Genesung bedarf, langfristig auch wieder, ich sage mal, ein gutes seelisches Gerüst zur Verfügung stellen, wo vorher sehr viel Umweg, Hindernis, Instabilität ist. Ne? Wir haben hier unten an der Wurzel noch dieses Ding, wo stehe ich mir selbst im Weg, wo kann ich wie mit dem Außen nicht umgehen, wenn etwas ist, was mich, mit was ich so nicht gerechnet habe, und den Konflikt damit. Ne? Gut, ihr Lieben, wir nehmen noch eine Karte. Ja, das passt sehr gut dazu. Hier ist das Chaos, hier ist vielleicht Unruhe. Ne? Hier ist man aufgewühlt, aber unterm Deck haben wir die Freude. Das heißt auch, wir kommen in die Freude wieder zurück. Das kann ja jetzt durchaus auch inneres Chaos sein. Wir haben ja hier auch in unserem Haus die Unruhe drin. Und es ist hier wichtig, dass man seine eigene Kreativität aktiviert, hier kriegen wir es durch die Hobbys gesagt, hier durch emotionale Dinge, um auszuprobieren, mal die Dinge grundlegend auch anders anzugehen. Vielleicht sich auch mal so zu verhalten, wie man es nicht erwartet. Und es geht darum, wie sehr uns irgendwas nicht Verarbeitetes noch belastet, wo wir selber Beschränkungen aktiviert haben. Und anstatt dieses Chaos jetzt weghaben zu wollen, darf man es eigentlich umarmen. Und einfach, man wird aufgerüttelt. Ne? Ja, der Kolibri bringt ein Zeichen von Freude mit. Das finde ich passt hier auch sehr gut mit den Blumen. Ne? Man soll sich öffnen, man soll sich mit anderen treffen, man soll gesellig sein. Man wächst da wieder, wenn man auch die glückliche Seite wieder anguckt. Man darf das Glück auch selbst in die Hand nehmen. Das ist das, was hier auch gesagt wird. Ne? Hier wird man aufgerüttelt, etwas läuft schief und man kriegt es hier auch gezeigt, aber es geht auch darum, aktiv zu werden, sich zu regenerieren, Wandel und Veränderung hinzunehmen, vor allem auch das, was wir eh nicht ändern können, und trotzdem irgendwo das Glück auch im Augenblick nicht aus den Augen zu verlassen. Hier lotet man seine Grenzen aus und man entdeckt den Weg zur Freude wieder zurück. Das ist echt sehr speziell. Ja, hat man vielleicht Vereinbarungen getroffen oder Versprechungen, die man versucht einzuhalten? Es gibt so viel im Leben, ne, das über die Macht des gesprochenen Wortes wirkt. Das sind so Sachen wie, ich bin immer für dich da, ich werde dich nie vergessen. Das wirkt natürlich im Nachhinein auf der emotionalen Ebene. Wir haben das Thema Dankbarkeit dabei. Es gibt immer einen Grund, für irgendetwas dankbar zu sein, und wir haben das Thema Erdung. Hier sind alle Elemente im Prinzip dabei. Erde, Wasser und Luft. Das Feuer fehlt. Das brauchen wir hier jetzt auch nicht, gerade weil es ist ja eher so eine Zeit, wo wir eben nicht für was brennen, sondern wo wir versuchen zu gucken, wie wir uns erden in einem Chaos, und wo es vielleicht Vereinbarungen auch gibt, die man überdenken muss. Sich selbst erden, geerdet sein,
ist ja auch sehr wichtig. So, die letzte Karte, dann lasse ich es so stehen. Wir kriegen mehr Lebensenergie zur Verfügung. Wir werden wieder aufgetankt, wo wir vorher leer waren. Und wir haben unterm Deck, wir schaffen das. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.